Hi, WhiskyJason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners und heute habe ich Wild Turkey Kentucky Spirit 50,5%. Ich habe This Bourbon Whiskey was bottled on April 20th, also 20. April 2016. From the barrel number 39, stored in warehouse G on Rick number 4. Und das war 101 Proof. So, das kommt jetzt hier weg. Ganz neu die Flasche aufmachen. Und bla bla bla. Abgebrochen. Das ist echt doof. Lassen sehen, ob ich das trotzdem hier rauskriege, während ich hier rede. Ich hasse das, wenn das hier passiert, immer wieder. Der Klebstoff, das ist schon einmal aufgegangen in den Staaten nämlich. Und dann habe ich das ganz gut hier reingetan. Wow, also die Flasche habe ich doch aufgekriegt, aber der Korken ist, naja. So, das ist was passiert. Die Flasche ist schon verteilt, also ich habe in Kentucky diese Flasche gekauft bei Liquor Barn und an dem Tag war es dann 40 Grad warm und ich bin durch Kentucky 2 Tage lang gefahren und das war hinten im Kofferraum und im Kofferraum war es auch natürlich 40 Grad. Und als ich in Texas endlich ankam, wo ich abgeflogen bin, wo meine Verwandtschaft war, der war schon hier, der Deckel, der Korken. Und nur diese Plastikhülse hielt dieses überhaupt ein bisschen fest. Und deshalb habe ich richtig reingedrückt und da war offenbar schon dieser Klebstoff ein bisschen abgelöst. Naja, gut. So, 40 Grad in Amerika ist leider im Sommer normal. Was habe ich hier? Erstens, ich habe gar nicht gewusst, dass das in Deutschland erhältlich ist. Kostet 69 Euro bei whisky.de. Ich habe keine Ahnung, wie lange sie es da schon haben. Zweitens, eigentlich ist das hier nur die Single-Barrel-Version davon. Das kriegt man für, ich sage einfach mal 24 Euro. Das heißt 69 Euro, 24 Euro. Man kriegt 2,5 Flaschen hiervon für den Preis von davon. Beides hat 101 Proof, das heißt 50,5%. Warum in aller Welt sollte man hier 2,5-fach mehr bezahlen? So, erstens, die Flasche ist ein Blend aus 6- bis 8-Jährigen. Betonung auf 6, weniger 8. Hier wählt auch immer Mr. Russell, Eddie Russell bzw. Jim Russell selbst alles aus. Jede Fass. Und die Fässer sind zwischen 8,5 und 9,5 Jahre alt. Das ist am dichtesten dran an dem, was man wirklich schmecken wird, was die Leute im Lagerhalle jeden Tag probieren. 75% Mais, 13% Roggen und auch 12% gemälzte Gerste. Und jetzt der Hammer, was ich gar nicht wusste, ist, es gibt den Kentucky Spirit seit 1994. Blantons war vorher. Das war der erste Single Barrel überhaupt. Und danach kam hier Kentucky Spirit. 1995 war es der beste Whisky des Jahres sogar. Wer hätte das gedacht? Also wir reden hier seit 20 Jahren, 23 Jahren gibt es diese Whisky schon auf dem Markt. Und ich, WhiskyJason, habe nie was davon gehört. Also ich lerne jeden Tag da neu dazu. Und als ich das da gesehen habe, habe ich gedacht, das nehme ich mal mit. Ich glaube, ich habe irgendwie 44 Euro bezahlt dafür in den Staaten. Und Horst bei whisky.de nimmt 69 Euro. Nun, ich habe keinen Zoll drauf bezahlt. Er hat wahrscheinlich verzollt und so weiter. Dennoch hätte 59 wäre ein besseres Angebot gewesen, aber wer weiß, vielleicht hat er eine Sonderabfüllung gemacht und musste Transport und was weiß ich alles noch bezahlen. Was sagt meine Nase? Meine Nase sagt, das ist eine nette, schöne Wild Turkey. Ich glaube, ich habe einen Wild Turkey aus den 80er Jahren mal probiert. Der war himmlisch. Ich habe den verglichen
mit dem Wild Turkey 101 von heute. Und der aus den 80er Jahren war so gut. Und der ist nicht ganz so gut, aber kommt dicht dran. Also da kommen wir langsam an dieses Barrel Proof, langsam an das, was aus dem Fass rauskommt, denn es ist Single Barrel. Nun, das Problem ist, ich habe, wie ich schon gesagt habe, Barrel Nummer 39. Ich wurde abgefüllt. Ich wurde nicht in der Fass, sondern in der Flasche reingetan, dann dort in 2016. Schade, dass sie nicht aufschreiben. Ich glaube, Blanton sagt, wann es auch abgefüllt wurde im Fass und auch abgefüllt wurde im Bottle. Ich habe es gerade überprüft und ich habe hier meine Goldflasche, es war leer und da steht einfach nur This Bourbon Whiskey dumped on, zum Beispiel bei mir war es der 15. Januar 2015, steht nicht, wann es im Fass reingekommen ist. Also von daher, die machen es genauso. Blantons war natürlich auch der Vorreiter hiervon, die haben sich das, ich sag mal, abgeguckt. Ja. Jetzt habe ich Butterscotch. Die haben einen gewissen Stolz, dass es denn Mais ausgewogen mit Roggen. Es ist eine Süße, ausgewogen mit Eiche und auch Leder. Ich sage immer Tabak, weniger Leder. Das ist eine Ausgewogenheit. Nichts überwiegt, aber alles ist denn da. Als ich dort beim Visitor Center war an Wild Turkey, das Problem war, ich habe nicht genug Zeit gehabt. Ich habe 14 verschiedene Destillerien in 3 verschiedene Tagen reingequetscht und da blieb einfach, ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft. Ich war auf dem Weg schon nach New Orleans und dort habe ich einfach mal Halt gemacht und das war, die haben um 5 zugemacht und ich war um 20 vor 5 da und ich konnte reingehen, ich konnte eine Flasche kaufen im Giftshop und ich konnte natürlich auch durch ihren kleinen Museum gehen. Die haben extra ein Haus dahin gebaut, sehr schwarz und da war ein Gang und da war die Geschichte von Wild Turkey auf beide Seiten. Da war ein Tasting Room hinten und da war noch ein Bild, was wir kennen, auch über alle Destillerien. Da ist eine Abbildung von Fass, 0 Jahren, 3 Jahren, 10 Jahren. Wie einfach der mehr und mehr von dieser Angel Share weggeht. Und das war's für mich. Also den Tour konnte ich nicht machen. Wir haben keine Lagerhalle besichtigt, wir haben keine Destillerie besichtigt. Andere Sachen waren mir wichtiger oder auch einfach mal passte besser in meinen Zeitplan da rein. Und das ging einfach leider nicht bei Wild Turkey. Vielleicht im Nachhinein hätte ich es gerne gemacht und hätte vielleicht was anderes weggelassen. Wie Buffalo Trace, das war eine große Enttäuschung. Denn die haben keine Online-Buchungsmöglichkeiten gehabt und Wild Turkey hätte es gehabt. Aber ich habe beide zumindest Destillerien anschauen können, auch wenn ich keine hier Besichtigung machen konnte. Nun, probieren wir mal. Es schmeckt eindeutig nach Wild Turkey für mich. Ich glaube, ich habe schon gestern gesagt beim Masters Keep Decades, ich könnte von 5 oder 7 verschiedenen Bourbons, tu einfach einen Wild Turkey da rein. Ich werde Wild Turkey. Der ist so eindeutig vom Geschmacksprofil und der ist nett. Der ist ein bisschen Tick süßer, aber auch ein Tick eckiger, sage ich immer wieder. Und der gefällt mir halbwegs gut, aber ich war nie begeistert hier von Wild Turkey. Wild Turkey ist okay. Preis-Leistung ist gut, das hier nicht. Aber der normale 101 ist schwer zu schlagen von Preis-Leistung. So, morgen werde ich mir einfach eine Blindverkostung hier machen. Da kommt Wild Turkey 101, Rare Breed, hier Kentucky Spirit und Decades. Alle zusammen. Die sind alle ungefähr 50,5 beziehungsweise ich glaube 53%. Und das sollte auch einfach mal möglich sein, die zu unterscheiden. Zu sagen, gut, weniger gut, besser, am besten. Das hoffe ich mir. Ja, gefällt mir. Nicht wow, nicht toll. Also solide 2. Solide 2. Ich neige fast sogar ein 2 Plus, aber der hat ein bisschen zu viel Biss. Bisschen zu jung dafür, also 2. Preis-Leistung, 44 Euro.
Da gebe ich ihm noch ein 3 minus. Bei 69 Euro, was man in Deutschland dafür bezahlt, nicht das, was ich in Amerika dafür bezahlt habe, gebe ich denen eine 4 minus. Also 69 Euro für dieses Zeug finde ich absolut krass. Denn der einzige Unterschied zwischen das und das hier ist, sind ein bis 2 Jahre mehr an Fass und Verpackung. Also von daher lieber 24 Euro dafür als das. Aber morgen, bei meiner Blindverkostung, werden wir merken, ob ich da recht habe oder nicht. Vielleicht schmeckt er so viel besser als das, dann werde ich sagen, vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Ich tue den einfach mal dahin. WhiskyJason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Wild Turkey Kentucky Spirit. 2 Sachen habe ich gelernt. 1, es gibt den seit 94. Und 2, den gibt es sogar in Deutschland. Wusste ich auch nicht. Ich habe da viel dazu gelernt. Aber überraschend ist er nicht. Der schmeckt ein solider Wild Turkey Blend. Also Single Barrel. Eine solide Wild Turkey Geschmacksprofil. 2, eine solide 2. Aber Preis-Leistung für 69 Euro viel zu teuer in Deutschland. Vielen Dank, dass du schaust, likes, erzählst, dass es diese komische Amerikaner gibt, der viele Bourbon schon getestet hat, einiges nach Irland auch noch machen wird. Kanada habe ich mehr oder weniger abgehakt. Falls du irgendwas hast in Kanada, den ich noch nicht probiert habe, hello. Und wenn ich mit allem fertig bin, also USA, Kanada und Irland, werde ich langsam meinen Weg Richtung Deutschland, Japan, Schweden gehen. Und irgendwann in 2018, es rückt immer weiter und weiter weg. Also hoffentlich noch 2018 und nicht 2019 werde ich endlich Scotch Whiskys probieren. Da habe ich noch, ich glaube, ich muss sie ja nochmal sortieren und meine Datenbank reintragen. Mindestens 300 verschiedene Samples davon, auch die ich testen möchte und erleben möchte. Vielen Dank, dass du schaust hier jeden Tag. Und vielen Dank, dass ich verschiedene Dinge hier probieren darf. Und auch leider wurde die Flasche ziemlich schnell vergriffen. Die Leute haben bei der Teilung bei Bourbon Lovers Germany sofort zugegriffen. Die haben verstanden, dass das ein Schnäppchen war. Und naja, so ist das. Tschüss und bis morgen.